Hallo Lukas! Diese Party ist wirklich fantastisch. Die Musik ist toll und das Essen ist sehr lecker. Aber ich kenne hier niemanden. Wer sind all diese Leute? Guten Morgen, liebe Zuhörer. Hallo Anna, willkommen beim Learn German Podcast. Wir sind heute auf einer Party. Das ist der perfekte Ort für unser heutiges Thema. Wir lernen heute, wie Deutsche Smalltalk machen. Smalltalk in Deutschland? Sprechen wir über das Wetter? Oh, es regnet heute wieder. Das Wetter ist immer ein gutes Thema. Aber es gibt eine Frage, die noch wichtiger ist. Wenn Deutsche neue Leute kennenlernen, fragen sie immer das Gleiche. Sie fragen nach der Arbeit. Stimmt, die Deutschen lieben ihre Arbeit. Die Frage ist, was machst du beruflich? Oder ein bisschen formeller, was sind sie von Beruf? Genau. Was machst du beruflich? Wenn wir antworten, benutzen wir oft zwei kleine Wörter. Als und bei. Das ist extrem wichtige A2-Grammatik. Das ist sehr einfach, Lukas. Wir benutzen als für den Beruf. Zum Beispiel, ich arbeite als Lehrerin, er arbeitet als Arzt. Und wir benutzen bei für die Firma, für den Namen des Unternehmens. Zum Beispiel, ich arbeite bei Siemens. Sie arbeitet bei BMW. Man kann auch beides kombinieren. Das klingt dann sehr professionell. Ich arbeite als Ingenieurin bei Volkswagen. Liebe Zuhörer, wir machen sofort unseren ersten Vokabeldrill. Wir sind auf der Party und stellen uns vor. Sprecht diese Sätze laut nach. Was machst du beruflich? Was machst du beruflich? Ich arbeite als Verkäufer. Ich arbeite als Verkäufer. Ich arbeite bei einer Bank. Ich arbeite bei einer Bank. Er arbeitet als Informatiker bei Google. Er arbeitet als Informatiker bei Google. Lukas, schau mal den Mann dort drüben an. Er trägt einen weißen Kittel. Ich glaube, er arbeitet im Krankenhaus. Medizinische Berufe sind so wichtig. Ja, das sind die wahren Helden unseres Alltags. Der Arzt und die Ärztin, der Krankenpfleger und die Krankenschwester. Sie retten jeden Tag Leben. Was machen sie genau? Ein Arzt untersucht die Patienten. Er verschreibt Medikamente. Eine Krankenschwester pflegt die kranken Menschen. Sie misst das Fieber und gibt Spritzen. Ihre Arbeit ist extrem anstrengend. Sie arbeiten oft in der Nacht. Sie haben Schichtdienst. Das bedeutet, eine Woche arbeiten sie morgens, eine Woche nachts. Das ist ein guter Moment für unsere Grammatik. Wir erklären, warum der Beruf anstrengend ist. Wir benutzen den Konnektor weil. Richtig, weil gibt einen Grund an. Die wichtigste Regel für A2: Nach weil steht das konjugierte Verb ganz am Ende des Satzes. Lass mich ein Beispiel machen. Der Beruf ist anstrengend, er arbeitet in der Nacht. Der Beruf ist anstrengend, weil er in der Nacht arbeitet. Die Krankenschwester ist müde, sie hat Schichtdienst. Die Krankenschwester ist müde, weil sie Schichtdienst hat. Das Verb hat steht am Ende. Das ist typisch deutsch und klingt fantastisch. Liebe Zuhörer, wir sind im Krankenhaus. Sprecht diese medizinischen Sätze mit weil laut nach. Der Arzt untersucht den Patienten. Der Arzt untersucht den Patienten. Die Ärztin ist müde, weil sie nachts arbeitet. Die Ärztin ist müde, weil sie nachts arbeitet. Er geht ins Krankenhaus, weil er krank ist. Er geht ins Krankenhaus, weil er krank ist. Oh, hier wird es laut. Wir sind auf einer Baustelle. Hier arbeiten Menschen mit ihren Händen.
In Deutschland sagt man, Handwerk hat goldenen Boden. Das ist ein sehr altes und schönes Sprichwort. Es bedeutet, Handwerker werden immer gebraucht. Wer ein Handwerk lernt, hat immer eine gute Arbeit und gutes Geld. Welche Berufe gehören zum Handwerk? Der Tischler. Er baut Möbel aus Holz. Der Mechaniker. Er repariert kaputte Autos. Der Elektriker. Er kümmert sich um den Strom und das Licht. Und vergiss den Bäcker nicht. Der Bäcker backt frisches Brot und süße Brötchen. Aber der Bäcker hat ein hartes Leben. Weißt du, wann ein Bäcker aufsteht? Ja, das ist verrückt. Ein Bäcker steht um 3 Uhr morgens auf, mitten in der Nacht, wenn alle anderen noch tief schlafen. Wir haben vorhin weil gelernt. Jetzt lernen wir das Gegenteil. Wir sprechen über die Folge. Dafür benutzen wir in B1 und A2 das Wort deshalb. Deshalb bedeutet aus diesem Grund. Aber Achtung, die Grammatik ist anders als bei weil. Nach deshalb kommt sofort das Verb. Ein Beispiel mit unserem Bäcker. Der Bäcker steht um 3 Uhr morgens auf. Deshalb ist er am Nachmittag müde. Das Verb ist steht direkt hinter deshalb. Das Auto ist kaputt. Deshalb gehe ich zum Mechaniker. Oder mit weil, ich rufe den Mechaniker, weil das Auto kaputt ist. 2 Wege, um das Gleiche zu sagen. Liebe Zuhörer, wir reparieren Sätze. Benutzt deshalb. Denkt an das Verb direkt danach. Sprecht laut mit. Das Auto ist kaputt. Ich gehe zum Mechaniker. Das Auto ist kaputt. Deshalb gehe ich zum Mechaniker. Wir brauchen Brot. Wir gehen zum Bäcker. Wir brauchen Brot. Deshalb gehen wir zum Bäcker. Der Tischler baut Möbel. Er braucht Holz. Der Tischler baut Möbel. Deshalb braucht er Holz. Wir verlassen die Baustelle. Wir sind jetzt in einer ganz anderen Welt. Es ist ruhig, es ist sauber. Wir sind im Büro. Hier arbeiten sehr viele Deutsche. Sie sitzen am Schreibtisch. Sie schauen auf den Computerbildschirm. Und sie trinken sehr viel Kaffee. Wer arbeitet hier? Der Kaufmann und die Kauffrau für Büromanagement, der Manager und die Chefin, der Informatiker und die Programmiererin. Was genau machen diese Menschen den ganzen Tag? Für Handwerker ist das oft ein Rätsel. Sie schreiben sehr viele E-Mails. Sie telefonieren mit Kunden. Sie organisieren wichtige Meetings. Sie planen Projekte und schreiben lange Berichte. Im Büro gibt es viele Regeln und Pflichten. Dafür brauchen wir die Modalverben. Wörter wie müssen, können oder dürfen. Modalverben sind sehr beliebt im A2-Niveau. Wir konjugieren das Modalverb auf Position 2 und das zweite Verb geht im Infinitiv ganz an das Ende des Satzes. Zum Beispiel die Pflicht. Ein Manager muss viele Entscheidungen treffen. Die Sekretärin muss die E-Mails beantworten. Die Fähigkeit. Ein Programmierer kann sehr gut mit Computern umgehen. Die Erlaubnis oder das Verbot. Man darf im Büro nicht laut Musik hören. Liebe Zuhörer, wir sind jetzt die Chefs. Wir verteilen die Aufgaben mit Modalverben. Sprecht laut mit. Ich muss eine wichtige E-Mail schreiben. Ich muss eine wichtige E-Mail schreiben.
Der Manager muss das Projekt planen. Der Manager muss das Projekt planen. Wir können heute nicht im Büro arbeiten. Wir können heute nicht im Büro arbeiten. Man darf hier keinen Kaffee trinken. Man darf hier keinen Kaffee trinken. Die Baustelle war laut. Das Büro war ein bisschen langweilig. Aber hör dir das an, Lukas. Das ist wunderschöne Musik. Wir sprechen jetzt über die kreativen Berufe. Das sind die Berufe für die Künstlerseele. Der Musiker spielt ein Instrument, er komponiert Lieder. Die Fotografin macht wunderschöne Bilder, sie fängt den Moment ein. Der Schauspieler arbeitet im Theater oder beim Film. Ich finde diese Berufe toll, aber sie sind oft sehr unsicher. Man verdient nicht immer viel Geld. Man muss seinen Beruf wirklich lieben. Man braucht Leidenschaft. Das bringt mich zu einer sehr schönen Frage, Anna. Eine Frage, die man auf einer Party oft stellt. Was war dein Traumjob, als du ein kleines Kind warst? Was wolltest du werden? Das ist eine lustige Frage. Als ich 5 Jahre alt war, wollte ich Astronautin werden. Ich wollte zum Mond fliegen. Und mit 7 Jahren wollte ich Tierärztin werden. Ich wollte allen kleinen Hunden und Katzen helfen. Und du, Lukas? Ich wollte Lokomotivführer werden. Ich wollte die großen Züge fahren. Dann wollte ich Feuerwehrmann werden. Das ist ein Klassiker bei Jungs. Mit dem großen roten Auto fahren und Feuer löschen. Hörst du, was wir gerade gemacht haben? Wir haben das Präteritum von den Modalverben benutzt. Ich wollte Astronautin werden. Nicht ich will, sondern ich wollte in der Vergangenheit. Liebe Zuhörer, wir reisen in die Vergangenheit. Was wolltet ihr werden? Sprecht diese Sätze im Präteritum nach. Ich wollte Arzt werden. Ich wollte Arzt werden. Sie wollte als Schauspielerin arbeiten. Sie wollte als Schauspielerin arbeiten. Er wollte den Tieren helfen. Er wollte den Tieren helfen. Was wolltest du als Kind werden? Was wolltest du als Kind werden? Lass uns noch eine sehr wichtige Gruppe von Berufen besuchen, Lukas. Berufe mit viel Kundenkontakt. Wir gehen in ein Geschäft, in einen Supermarkt oder eine Boutique. Hier arbeitet der Verkäufer und die Verkäuferin. Ihr Job ist es, uns Dinge zu verkaufen. Sie müssen die Kasse bedienen. Aber das Wichtigste ist, sie müssen immer freundlich sein. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Suchen Sie etwas Bestimmtes? Das sind die typischen Sätze einer Verkäuferin. Sie beraten die Kunden. Sie geben Informationen über die Produkte. Das ist oft sehr anstrengend. Man muss den ganzen Tag stehen und manchmal sind die Kunden unfreundlich oder gestresst. Ein guter Verkäufer braucht viel Geduld. Schau mal, Lukas. Aus dem Verb verkaufen machen wir das Nomen der Verkäufer. Das ist eine tolle Regel im Deutschen. Wir hängen einfach ein ER an den Stamm des Verbs. Ganz genau. Das funktioniert sehr oft für Berufe. Lehren, to teach, wird zu der Lehrer. Fahren, to drive, wird zu der Fahrer. Bauen, to build, wird zu der Bauer oder Bauarbeiter. Und für Frauen hängen wir einfach ein EIN an. Der Lehrer wird zur Lehrerin. Der Verkäufer wird zur Verkäuferin. Manchmal bekommt der Vokal einen Umlaut. Der Arzt, die Ärztin. Liebe Zuhörer, wir machen aus Verben jetzt Berufe. Bildet die männliche und die weibliche Form. Sprecht laut mit. Verkaufen. Der Verkäufer und die Verkäuferin. Lehren. Der Lehrer und die Lehrerin.
fahren, der Fahrer und die Fahrerin, frisieren, der Friseur und die Friseurin. Es gibt noch einen großen Unterschied im Berufsleben, Anna. Man kann angestellt sein oder man kann selbstständig sein. Weißt du, was das bedeutet? Ja, natürlich. Wenn ich angestellt bin, habe ich einen Chef. Ich arbeite für eine Firma. Ich bekomme jeden Monat mein festes Gehalt. Das ist sehr sicher. Aber wenn du selbstständig bist, bist du dein eigener Chef. Du hast eine eigene Firma. Du hast ein eigenes Café oder du bist ein freier Fotograf. Du triffst alle Entscheidungen selbst. Das klingt nach sehr viel Freiheit, aber es bedeutet auch sehr viel Verantwortung. Wenn du krank bist, verdienst du kein Geld. Du musst dich um die Steuern kümmern. Taxes. Viele Selbstständige arbeiten extrem viel, oft auch am Wochenende. Das ist das perfekte Stichwort, Anna. Die Arbeit ist wichtig, aber die Freizeit ist auch wichtig. In Deutschland sprechen wir oft über die Work-Life-Balance, das Gleichgewicht zwischen Arbeit und Leben. Man lebt nicht, um zu arbeiten, man arbeitet, um zu leben. Nach der Arbeit brauche ich Zeit für meine Hobbys. Ich möchte Sport machen, lesen oder Freunde treffen. Urlaub ist in Deutschland heilig, sacred. Die meisten Angestellten in Deutschland haben fast 30 Tage Urlaub im Jahr. Das sind 6 Wochen. Das ist wichtig, um gesund zu bleiben und neue Energie zu sammeln. Liebe Zuhörer, wir sprechen über unsere Arbeitsbedingungen. Sprecht diese wichtigen Sätze laut nach. Ich bin in einer großen Firma angestellt. Ich bin in einer großen Firma angestellt. Sie hat ihr eigenes Café. Sie ist selbstständig. Sie hat ihr eigenes Café. Sie ist selbstständig. Ich habe 30 Tage Urlaub im Jahr. Ich habe 30 Tage Urlaub im Jahr. Die Freizeit ist mir sehr wichtig. Die Freizeit ist mir sehr wichtig. Wir sind zurück auf unserer Party, Lukas. Ich habe heute so viele verschiedene Menschen kennengelernt. Den Arzt aus dem Krankenhaus, den Bäcker, der um 3 Uhr aufsteht, und die Programmiererin aus dem großen Büro. Es war eine fantastische Reise durch die Arbeitswelt, Anna. Wir haben gesehen, was jeder Beruf wichtig ist. Das Handwerk, die Medizin, die Kunst und das Büro. Alle zusammen machen unsere Welt komplett. Und wir haben extrem viel Grammatik für das A2-Niveau gelernt. Fassen wir das Wichtigste zusammen. Wir sagen, ich arbeite als Lehrerin bei dieser Schule. Wir geben Gründe mit weil. Ich bin müde, weil ich arbeite. Verb am Ende. Wir nennen Folgen mit deshalb. Ich arbeite viel, deshalb bin ich müde. Verb sofort nach deshalb. Und wir benutzen Modalverben. Ein Arzt muss helfen. Infinitiv am Ende. Liebe Zuhörer, ihr wart heute absolut großartig. Ihr habt super mitgesprochen. Eure Aussprache wird immer besser. Jetzt kommt eure spezielle Hausaufgabe für diesen Podcast. Nehmt einen Zettel und einen Stift. Schreibt einen kurzen Text über euren eigenen Beruf. Beantwortet diese Fragen auf Deutsch. Was macht ihr beruflich? Ich arbeite als. Wo arbeitet ihr? Im Büro? Im Krankenhaus? Draußen? Mögt ihr euren Beruf? Schreibt einen Satz mit weil. Zum Beispiel, ich liebe meinen Beruf, weil ich Menschen helfe. Wenn ihr momentan nicht arbeitet, schreibt über euren Traumjob. Was wolltet ihr als Kind werden? Ich wollte werden. Sprecht euren Text laut vor dem Spiegel. Erzählt eurer Familie auf Deutsch von eurem Beruf. Ihr könnt sehr stolz auf euch sein. Euer Deutsch ist fantastisch. Ich werde jetzt wieder auf die Party gehen. Ich werde den Leuten die wichtigste Frage stellen.
Was machst du beruflich? Vielen Dank fürs Zuhören und Mitlernen. Das war unser großer Podcast über die Welt der Berufe. Bleibt neugierig, lernt jeden Tag ein neues deutsches Wort und habt Spaß an der Sprache. Wir glauben an euch. Bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Tschüss. Macht es gut. Wir hören uns bald wieder. Auf Wiedersehen.